Auf die Frage, welche Bedürfnisse sie haben, werden wir in der Regel keine brauchbaren Antworten von Nutzerinnen und Nutzern bekommen. Über Bedürfnisse spricht man selten. Man trägt sie aber mit sich herum. Wir können aber Bedürfnisse anhand von Verhaltensweisen ablesen, mit etwas Übung. Ich frage also nicht direkt nach einem Bedürfnis, sondern ich frage nach persönlichen Erfahrungen. Ich will Geschichten hören, die für mein Projektthema relevant sein könnten. Sobald sich die Interviewten in ihren eigenen Geschichten wieder reingefunden haben, erfahren wir dann noch sehr, sehr viel über Verhaltensweisen und ihre Motive für ihr Verhalten. Um das Verhalten und letztlich die Bedürfnisse von Nutzerinnen und Nutzern kennenzulernen, hilft es also, nach konkreten Situationen zu realen Erlebnissen zu fragen. Doch wie fragt man am besten nach solchen Geschichten? Der einfachste Startpunkt ist ein Erlebnis, was unseren Interviewpartnerinnen und Partnern noch möglichst gut in Erinnerung ist. Wir können zum Beispiel nach dem letzten Erlebnis zu einem Thema fragen. Wann war das letzte Mal, dass du in den Urlaub gefahren bist? Kannst du mir bitte von Erlebnissen erzählen zum Thema Radfahren in der Stadt, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? Wir können erstmal ein paar sammeln, die dir so einfallen, und dann würde ich in ein oder zwei Aspekte gern tiefer einsteigen. Also was mir sofort immer in den Kopf kommt, ist der eigene Unfall, den ich hatte. Also wo ich mal vom Auto angefahren wurde. Ja, dann lass uns gerne erstmal über deinen eigenen Unfall mit dem Fahrrad sprechen. Fang doch gerne mal ganz von vorne an. Wie bist du in die Situation gekommen? Menschen, die wir befragen, erinnern sich auch an besonders positive und besonders negative Erlebnisse. Wir sammeln all diese Erlebnisse erstmal stichpunktartig. Und dann wählen wir gewissermaßen intuitiv aus, welche dieser Geschichten wir für passend halten für unser Thema und bitten die Interviewten, damit anzufangen. Und jetzt lassen wir uns die Geschichte erzählen. Und zwar Schritt für Schritt. Wir versuchen uns die Szenen gewissermaßen wie ein Dokumentarfilmer vorzustellen. Also so, als wenn ich dazu einen Film planen würde. Und so fragen wir nach, wie kam es zu dem Erlebnis? Was haben unsere Interviewten gemacht? Wer war noch involviert? Was passierte als nächstes? Als Interviewer brauche ich hier keine vorbereiteten Fragen. Ich muss gewissermaßen nur in der Lage sein, die Geschichte nachvollziehen zu können. Und wenn nicht, welche Informationen fehlen mir? Und genau die hole ich mir über meine Fragen. Und dabei ist dann ein Auto an so einer kleinen Seitenstraße gestanden. Das wollte auf die Straße einbiegen. Ja. Und ich bin dann von dem Auto erfasst worden. Um die Geschichten nachvollziehen zu können, müssen wir genau hinhören und verschiedene Szenen in unserem Kopf zusammensetzen. Leichter gesagt als getan. Eine Technik, die sich als extrem hilfreich bewährt, ist die gemeinsame Visualisierung. Das heißt, ich gebe dafür meinen Interviewten Stift und Papier und frage sie, ob sie die Situation aufzeichnen können, die sie gerade beschreiben. Ich höre dann natürlich oft, dass sie nicht zeichnen können, klar. Aber sie tun es dann doch ganz gern. Denn letztendlich können uns ein paar Striche schon helfen, damit wir gemeinsam raufschauen können und gemeinsam über diese Skizze sprechen können. Und vor allem helfen die Skizzen den Interviewten dabei, ihre eigenen Gedanken zu strukturieren. Das klingt alles schon ziemlich komplex, ne, mit verschiedenen Straßen, die hier involviert sind. Könntest du mir das vielleicht einmal aufzeichnen, damit ich mir das genauer vorstellen kann? Super, danke schön. Bitteschön. Ich komme von hier hinten irgendwo und möchte hier hin. Und wir haben hier so eine sehr schöne große Straße mit der Kreuzung. Hier bin ich gefahren. Hier bin ich dann, statt rüber zu gehen, bin ich dann einfach hier auf dem Gehweg gefahren. Möchte rechts abbiegen. Und dann bin ich eben langsam vor das Auto gefahren mit der Hoffnung, dass er nicht rausfährt. Und das hat sich dann eben als falsch bewährt. Das Auto hat sich dann natürlich gedacht, yo, jetzt erst recht, also weil halt eine relativ kleine Lücke war. Das Auto hat mich, also ich bin schön über die Motorhaube gerollt und dann auf den Boden gefallen und dann, ja, habe ich mir gut den Kopf angeschlagen. Auf diese Weise können wir gemeinsam mit den Interviewten in deren Geschichten einsteigen, bis wir uns darin zurechtfinden. Und dann heißt es, auf die richtigen Signale achten.